Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. עכשיו בבקשה אדוני היועץ המשפטי, קשר עם העונש. ברשות בית המשפט. עיקר הדברים שניתן לאומרם בטיעון לעונש אמרו במשפט זה. מהדהדים פה באולם ויוסיפו להדהד בעולם כולו הדברים שנשמעו מפיכם, שופטיי ורבותיי, רק תמול שלשום בפסק דינכם. חרוטים גם בזיכרוננו ובליבנו דבריהם של כמאה ניצולי השואה, אשר הביאו לפתחו של בית המשפט את ים הדמים והדמע, ולא אבוא להוסיף על הדברים. מי שעסק בעבודת סתנים של השמדה יום אחר יום, חודש אחר חודש במשך שנים, ועשה כן מתוך שכנוע פנימי באכזריות ובנוקשות, מתוך בהילות לכלות ולהשחית, לאחר שהכין את הטבח בכל דרכי הטרור, הרמייה והכזב, מי שעמד במרכז מלאכת הדמים, אחד דינו ואין אחר. אדולף אייכמן הוציא את עצמו על ידי זוועת מעשיו מכלל חברת בני האדם. In voller Erkenntnis und unter Vorsatz wählte er den Weg eines blutrünstigen, alles zerstampfenden Raubtiers. Und er ist heute nicht berechtigt, von der menschlichen Gesellschaft zu fordern, dass sie Stellung ihm gegenüber nehme, aufgrund der üblichen Bräuche und Gepflogenheiten, wie dieses zwischen dem Menschen, seinen Mitmenschen bestehen. Er ist als Mensch geboren, aber er lebte wie ein Tiger im Dschungel.
Er tat mit an Gräueltaten. Jeder Mann, der an solchen Taten teilgenommen hat, hat durch das Ebenbild Gottes aus seinem Antlitz gerissen. Denn es gibt Taten, die außerhalb des menschlichen Bereichs stehen, die außerhalb dieser Scheidewand gelegen sind. Diese Scheidewand, die zwischen Mensch und Tier unterscheidet. Adolf Eichmann hat diese Scheidewand übertreten. לפיכך תדון אותו החברה האנושית כיצור אשר ביודעין העמיד את עצמו מחוץ למסגרת. התנער מכל ריסון מוסרי ונתן פורקן גמור וללא הרף לאינסטינקטים שפלים אשר בן התרבות התגדר בפניהם בחומה של איסורים ולאווין מוסריים שאין לעוברם. Jeder Mann, der jenseits dieses Walles verbleibt, ist ein Mensch, selbst wenn er Verbrechen und Vergehen auf dem Gewissen hat. Derjenige aber, der diese Walle hohn kündet und durch sie ins Niemandsland bricht, in dieses Niemandsland, wo es weder Hemmung noch Rückhalt noch moralischen Grund gibt, und a fortiori jeder Mann, der diesem Vorhaben mit Freude entgegenspringt, hat jeden gemeinschaftlichen Nenner mit dem Kulturmensch verloren. Selbst ein Mörder, jemand, der ein Lebewesen schlägt, ist noch immer und bleibt noch immer Mensch, sogar wenn seine Sünde gegen den Frieden der Gesellschaft schwer war. Trotz dieses Stigmas seines Verbrechens bleibt er noch immer im Bereich des Menschlichen. Viele glauben daran, dass schwerwiegende Gründe für die Aufhebung der Todesstrafe wegen Mords sprechen. Und der Staat Israel hat auch dementsprechend gehandelt. Aber jemand, der gegen die Menschheit gesündigt hat, jemand, der nicht nur den Frieden der Gesellschaft verletzt hat, sondern das Fortbestehen der Gesellschaft als solches schwer betroffen hat, jemand, der tatsächlich leugnet, dass jeder Mensch bestimmte Pflichten gegenüber seinen Mitmenschen hat, der vom Glauben durchdrungen ist, dass es ihm gestattet sei, ein Volk auszurotten und dieses aus kühlem und berechneten Hass gegen das Volk qua Volk begeht, derjenige schließt sich aus der Menschheit aus. Solch ein Geschöpf hat durch seine Handlangungen das Recht, unter Menschen zu sein, verwirkt. Und es ist das Gebot der menschlichen Gesellschaft, solch ein Geschöpf auszuschließen. Und wenn auch nur zum Zwecke, um sich selbst vor solchen Verbrechen zu schützen. Ich möchte es von diesem Podium ganz klar sagen, Eichmanns Taten können nicht gesäubert werden und er muss das strengste Strafmaß erleiden. אני מבקש מבית המשפט לתת לרשע שבפניו את הגמול אשר יד בשר ודם בן תרבות מגעת לתיתו. לתת לאדולף אייכמן את העונש שיהי הולם ולו במקצת את תהום הרשע, את אופיינות הסבל שהביאה לעם היהודי במשך יום אחד מפועלות הטמא. עונש כזה אין בנמצא. ומכל מקום אין הוא ידוע לחברה התרבותית. ולא נחפש במרתפי העינויים של הגסטאפו דרכי ענישה שהללו נפסקו להם. בית המשפט יעניש יצור זה לפי הקבוע בחוק של מדינת ישראל. נכון כי עונש זה אינו תואם את עוצמת הפשע, וישאיר את המעשים הנוראים כאילו לא באו על גמולם הראוי. אך
אך זה הינו המקסימום שאנו יכולים לגזור, ולפחות זאת יש לגזור. אם לאדולף איישמן לא ייפסק העונש החמור ביותר, הקבוע בחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, אין עוד משמעות לעונש זה בכלל. אם הוא לא יישא עוונו, לא יהיה עוד בעולם כולו מי שראוי להטיל עליו עונש זה. שופטיי ורבותיי, עומד בפניכם משמיד עם, אויב המין האנושי, שופך דמי נקיים. הריני מבקש שתקבעו כי בן מוות האיש הזה. בבקשה, דוקטור סרבציוס. Herr Präsident, meine Herren Richter. Sie haben den Angeklagten in allen Punkten für schuldig befunden. Wegen des Verbrechens gegen das jüdische Volk, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, des Kriegsverbrechens und der Verbrechen der Mitgliedschaft zu feindlichen Organisationen. Der Herr Generalstaatsanwalt hat die Todesstrafe beantragt. Es ist die Strafe, die das Gesetz zur Bestrafung von Nazi- und Nazi-Helfern für den Täter vorsieht. Es ist aber keine absolute Strafe, die nicht gemindert werden könnte. Die Ausführungen des Herrn Generalstaatsanwalts über die Todesstrafe als absolute Strafe zeigen meines Erachtens eine Unklarheit, die hier nach israelischem Recht besteht. Die Strömung der Zeit verwirft die Todesstrafe allgemein. Erst recht eine absolute Todesstrafe. Das sollte man bedenken. Der Angeklagte hat hier nichts zur Milderung unternommen. Er konnte aber auch nichts unternehmen. Er konnte als Einzelner die Befehlsmaschine nicht anhalten. Weder Gehorsamsverweigerung noch Selbstmord würden am Gang der Ereignisse etwas geändert haben. Man muss aber festhalten, dass der Angeklagte nicht nach seiner eigenen Einsicht handelte, sondern nach einem fremden Willen, dem er unterworfen war, dem Willen der politischen Führung. Es ging um die Befehle des Staates, nicht um die eines einzelnen individuellen Vorgesetzten, der seine Befehle überschritt. In dieser Unterwerfung unterscheidet sich der Angeklagte in nichts von seiner damaligen Umwelt. Man muss den Angeklagten sehen, eingefügt in die vorhandene Gruppenordnung. Er ist der Dynamik dieser Gruppe unterworfen. Die eigenen Gefühlsmomente werden ausgeschaltet zugunsten der gleichgeschalteten Meinung. Trotzdem hat der Angeklagte sich innerlich zur Wehr gesetzt, als er die Gräuel sah. Wer hätte dies nicht getan? Das Geheimnis dieser Unterwerfung war das amtliche Einhämmern eines Geschichtsbildes, wonach die politische Führung die Vollstreckerin der geschichtlichen Notwendigkeit sei und wonach das Tun des Führers von der Vorsehung bestimmt und geheiligt sei. Die Geschichte wird nicht mit Glacéhandschuhen gemacht, hieß es,
und wo gehobelt wird, da fallen Späne. Hierdurch wurde der Einzelne entmündigt und sein Wollen zum bedeutungslosen Nichts gemacht. Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass der Angeklagte sich selbst als treibende Kraft angesehen hätte, als Vollstrecker einer historischen Notwendigkeit. Der Angeklagte kann nicht als Ersatz für die Schuld der menschlichen Verbände herhalten und nicht für die Schuld der Epoche. Man kann sich nicht über die Ergebnisse der modernen Gruppenpsychologie hinwegsetzen, durch die allein das Verhalten des Einzelnen verstanden werden kann. Aus dem Geflecht der Zusammenhänge muss man die Lehre ziehen, was dem Angeklagten geschehen ist, kann in Zukunft jedem geschehen. Niemand ist gefeit. Es wird umgemodelt. Die Tüchtigen braucht man. Man lockt sie und gewinnt sie. Und gerade sie werden schuldig. Was dem deutschen Volke geschehen ist, das kann sich in jedem Volk ereignen. Die ganze Kulturwelt steht vor diesem Problem. Die Erkenntnis dieser Wahrheit sollte heilen und sollte lehren, neuem Unheil vorzubeugen. Es ist eine Krise der Verantwortlichen, der Befehlsgeber. Es ist keine Krise der Untergebenen. Das Volk zittert vor totalen Maßnahmen und möchte sie verhindern. Es will die Koexistenz der Menschen. Ich bitte das Gericht, dies bei der Urteilsfällung zu berücksichtigen. אדולף אייכמן, שמעת את דברי סניגורך בקשר עם העונש? האם ברצונך להוסיף משהו בקשר עם העונש שעל בית המשפט להטיל אותו עליך בשל הפשעים בהם הורשעת? Ich habe den schweren Schuldspruch des Gerichtes gehört. In meiner Hoffnung auf Gerechtigkeit sehe ich mich enttäuscht. Den Schuldspruch kann ich nicht anerkennen. Ich habe Verständnis, dass man Sühne für die Verbrechen fordert, die an den Juden begangen worden sind. Die Aussagen der Zeugen hier im Gericht ließen mich wieder erstarren, so wie ich erstarrt war, als ich mir die Gräuel einmal befehlsgemäß ansehen musste. Ich hatte das Unglück, in diese Gräuel verwickelt zu werden. Aber diese Untaten geschahen nicht mit meinem Willen. Mein Wille war nicht, Menschen umzubringen. Der Massenmord ist allein die Schuld der politischen Führer. Ich habe versucht, von meinem Amt fortzukommen. Fort zur Front, zum ehrlichen Kampf. Aber ich wurde festgehalten bei den dunklen Aufgaben. Ich betone auch jetzt wieder, meine Schuld ist mein Gehorsam, meine Unterwerfung unter Dienstpflicht und Kriegsdienstverpflichtung, unter Fahneneid und Diensteid. Dazu galt ab Kriegsbeginn das Kriegsgesetz. Ich sagte schon, die Führerschicht, zu der ich nicht gehörte, hat die Befehle gegeben. Sie hat meines Erachtens mit Recht Strafe verdient für die Gräuel, die auf ihren Befehlen an den Opfern begangen wurden. Aber auch die Untergebenen sind jetzt Opfer. Ich bin ein solches Opfer. Dies kann nicht außer Acht gelassen werden.
Ich bin von den Richtern gefragt worden, ob ich ein Schuldbekenntnis ablegen wollte, wie dies der Kommandant von Auschwitz, Höss, und der Generalgouverneur von Polen, Frank, getan hat. Diese beiden hatten alle Veranlassung zu einem solchen Schuldbekenntnis. Frank als Befehlsgeber bekannte sich für die von ihm gegebenen Befehle schuldig und scheute sich, auf Untergebene abzuschieben. Höss war derjenige, der die Massentötungen tatsächlich durchgeführt hat. Meine Lage ist eine andere. Die Befugnis und Verantwortung eines Befehlsgebers habe ich nie gehabt. Tötungen wie Höss habe ich nie vorgenommen. Hätte ich den Befehl zur Ausführung dieser Tötungen erhalten, so hätte ich mich nicht unter falschem Vorwand gedrückt. Ich habe bereits bei meinem Verhör erklärt, da es angesichts des Befehlszwangs keinen Ausweg gab, hätte ich mir eine Kugel in den Kopf geschossen, um so den Konflikt zwischen Gewissen und Pflicht zu lösen. Das Gericht meint, dass meine jetzige Einstellung durch die Prozesslage bedingt und erlogen sei. Es ist eine Zusammenstellung von Punkten erfolgt, die dies zu bekräftigen scheinen. Die vorliegenden Widersprüche waren aber dadurch bedingt, dass ich mich bei Beginn der polizeilichen Vernehmungen naturgemäß nicht genau an Einzelheiten erinnern konnte. Es war zu viel, was ich in den letzten Jahren erlebt hatte. Ich sperrte mich nicht. Dies zeigt das polizeiliche Protokoll über 3500 Seiten. Meine Angaben waren der erste, ungehemmte Versuch der Mithilfe zur Aufklärung. Hier sind Fehler vorgekommen, aber ich musste sie berichtigen dürfen. Solche Fehler kann man mir nach einem Zeitablauf von 16 bis 20 Jahren nicht zum Vorwurf machen und meine Bereitwilligkeit der Mithilfe nicht als List und Lüge hinstellen. Meine Lebensnorm, die man mich früh schon lehrte, war das Wollen und Streben zur Verwirklichung ethischer Werte. Von einem bestimmten Augenblick an wurde ich jedoch von Staatswegen daran gehindert, nach dieser Forderung zu leben. Aus der Einheit der Ethik musste ich in eine der Vielheiten der Moral umsteigen. Ich hatte mich der staatlicherseits vorgeschriebenen Umwertung der Werte zu beugen gehabt. Meine selbsterkennende Prüfung habe ich in Bezirken durchzuführen, die ausschließlich mein inneres Ich berühren. Ich habe bei dieser prüfenden Betrachtung meine von mir im juristischen Sinne empfundene Schuldlosigkeit außer Acht zu lassen. Und ich würde jetzt das jüdische Volk von mir aus um Verzeihung bitten und bekennen, dass mich Scham überfällt beim Bedenken des Unrechtes, welches den Juden geschah, und der Taten, welche an ihnen verübt wurden. Aber angesichts der Urteilsgründe würde mir dies wohl nur als Heuchelei ausgelegt werden. Ich bin nicht der Unmensch, zu dem man mich macht. Ich bin das Opfer eines Fehlschlusses. Ich bin der tiefsten Überzeugung, dass ich hier für andere herhalten muss. Ich habe zu tragen, was das Schicksal mir auferlegt. The Schulding was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war.
no one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.